Willkommen bei Stuttgart 21. Auf den Strecken des Bahnknotens Stuttgart sorgt jede Menge Funktechnik dafür, dass Züge sicher fahren können und Fahrgäste zuverlässig das Internet nutzen, telefonieren und streamen können. Damit künftig die Funkverbindung reibungslos funktioniert, ist ein spezieller Messzug unterwegs. Er prüft die Funkverbindung entlang der Strecke und misst Signalstärke sowie Qualität. Das ist ein sogenannter Messzug, den wir hier haben. Spezieller Wagen, ausgerüstet mit sehr viel Technik und Antennen. Und wir messen, dass wir hier die Funkversorgung für die Strecke so gebaut haben, dass es überall gleichmäßig sehr gut versorgt. Doch wie sorgt die Funktechnik eigentlich dafür, dass Züge sicher fahren? Sie ermöglicht die ständige Kommunikation zwischen Zug und Leitstelle. Alle wichtigen Informationen, ob ein Zug fahren darf, wie schnell er unterwegs sein soll oder wo er sich befindet, werden digital über das sogenannte GSM-R-Funknetz der Deutschen Bahn übertragen. Früher sind wir unsere Züge mit Signalen gefahren. Das wollen wir heute nicht mehr. Wir wollen heute keine Signale haben. Das heißt, der Zugführer muss natürlich wissen, wie er fahren muss, ob er fahren darf und wie schnell er fahren soll. Und diese Information wird ihm übermittelt über den Mobilfunk der Deutschen Bahn. Und das ist der große Teil der Digitalisierung, die wir hier gerade ausführen. Auf den 30 Kilometern zwischen dem künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Alb-Vorland-Tunnel bei Wendlingen findet nun die Abnahme des GSM-R-Funknetzes statt. Und auch die Signalstärke der öffentlichen Mobilfunknetze wird mitgemessen. Für uns hier im Mobilfunk der Bahn ist es so, dass wir in den Tunneln mit gerichteten Antennen ziemlich gute Distanz übertragen können. Die öffentlichen Anbieter, die wir haben, verwenden sogenannte Strahlerkabel. Das heißt, die haben eine Antenne in Form eines, fast armdicken Kabels, was an der Tunnelwand montiert ist. Also im Endeffekt ein Kabel, was Schlitze hat auf der Innenseite im Kupfermantel, die dazu dann dienen, das Funksignal abzustrahlen. Und so haben wir selbst im Tunnel als Gäste, die wir im Zug sitzen, empfangen und können telefonieren oder eine Videokonferenz führen, ohne dass wir da abgeschnitten werden. Während der Messfahrt sammeln die Ingenieure enorme Datenmengen, um zu prüfen, ob Smartphones und Zugfunk nahtlos von einer Funkstation zur nächsten wechseln. Denn für beide Welten, Mobilfunk für Fahrgäste und GSM-R für den Bahnbetrieb gilt, das Netz darf an keiner Stelle abbrechen. Wir sammeln also sehr viel Daten und die Messingenieure, die diesen Zug jetzt hier begleiten, werden dann im Nachgang 1-2 Wochen brauchen, um auszuarbeiten und festzustellen, ob wirklich alle Pegel stimmen. Mit diesen Abnahmemessungen entsteht die Grundlage für ein durchgehend stabiles Internet im Tunnel vom künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof über die gesamte Neubaustrecke bis zum Alb-Vorland-Tunnel nach Wendlingen. Wenn ihr Interesse habt und euch das Video gefallen hat, haben wir natürlich noch etwas mehr für euch. Es gibt regelmäßige Updates von meinen Kollegen hier mit sehr schönen Filmaufnahmen. Es ist ein sehr transparentes Projekt, macht Spaß da reinzugucken. Einfach unten den YouTube-Kanal abonnieren und es gibt demnächst noch mehr zu berichten.